Auch in diesem Video möchte ich euch wieder ein bisschen was über verschiedene Continuum Games berichten. Und zwar geht es dieses Mal jetzt um 3 verschiedene Games. Wenn ihr wieder direkt zu den Games springen wollt, einfach unten klicken. Ich habe es in die Beschreibung reingeschrieben. Und ja, für alle, die es noch nicht wissen, deswegen ganz kurz nochmal, nicht mehr ganz so ausführlich wie im ersten Video. Was ist Continuum? Continuum ist eben die Möglichkeit, mit einem Smartphone ein großes Display zu befeuern, und zwar mit einer Desktop-Oberfläche. Und wie ihr das hier sehen könnt, ich habe hier ein Microsoft Lumia 950 XL. Das ist also Windows 10 Mobile-Gerät. Das ist auch notwendig. Das muss ein bisschen dickeres Windows 10 Mobile-Gerät sein, damit das funktionieren kann. Und daneben habe ich eben dieses Display-Dock stehen, das ich mit einem USB-C-Kabel eben mit dem Handy verbunden habe. Das Display-Dock ist verbunden mit einem HDMI-Kabel, mit der eigentlichen mit dem eigentlichen TV hier. Geht natürlich auch mit Beamern und anderen Geräten. Und als Eingabegeräte nutze ich in dem Fall jetzt eine kleine Bluetooth-Maus und eine kleine Tastatur. Das ist eine Microsoft Foldable-Tastatur, sehr portabel, dafür verwende ich die. Und wenn ihr dann noch ein bisschen ausführlicher dazu was hören wollt, dann gibt es noch andere Möglichkeiten, ich verlinke es euch. Und deswegen steigen wir jetzt mal gleich ein. Womit ich heute anfangen möchte, ist ein kleines Game, das heißt 2020 My Country. Gehe ich einfach mal rein. Und ich drehe mal die Lautstärke ein bisschen hoch, damit man auch ein bisschen was hören kann. My Country ist ja so eine Mischung aus SimCity und Farmville oder sowas. Also es ist ein Aufbauspiel, was aber jetzt nicht Richtung Tiere oder so geht, sondern es geht um Städte dabei. Und ihr müsst eben so eine Art, oder auch um ganze Länder, wenn man es genau nimmt, ihr müsst eben eine kleine Stadt bauen und versuchen, das Ganze eben durchzuziehen. Und ihr habt hier, ihr seht relativ futuristisch eben eine Stadt, die ihr jetzt aufbauen könnt und wo ihr eben Sachen machen könnt. Und das ist im Moment meine Stadt, ist ein bisschen weiter als Standard, aber jetzt auch noch nicht so tief reingespielt. Und da generieren natürlich ganz ähnlich, wie man das so kennt, eben verschiedene, ich drehe gerade mal die Lautstärke ein bisschen runter, damit ihr mich ein bisschen besser verstehen könnt. Da drehen eben ganz typisch hier irgendwelche verschiedenen Gebäude eben Geld, was ich hier verwenden kann und so weiter und so fort, mit XP, also mit Erfahrung. Und ich kann das Game hier eben zocken. Bedienung ganz normal über die Maus, rechte Maustaste verschiebt die Karte, linke Maustaste kann ich eben Dinge mit bearbeiten oder anwählen. Und hier zum Beispiel. Und ja, so gibt es hier ganz verschiedene Aufgaben, die ich jetzt zu bewältigen habe. Also ich sammle jetzt erstmal mein ganzes Geld hier ein, damit ich hier was habe. Ihr seht, das Ganze geht auch, zum Beispiel kann ich mich mit Freunden verknüpfen, kann natürlich die ganzen Scores und so in die Social Media Kanäle setzen und Co. Außerdem kann ich zum Beispiel auch Schiffe kaufen, seht ihr hier, oder ich kann alles Mögliche ausbauen. Es kommen verschiedene Aktionen zustande. Hier seht ihr zum Beispiel, ich kann, also Mausrad, zoome ich mit rein, ne? Hier zum Beispiel ist ein UFO abgestürzt, da kann ich jetzt noch nichts mitmachen. Das sagen sie mir dann nämlich, weil das ist erst später irgendwann mal, oder? Ja, ist noch nicht erforscht. Oh, scheinbar bin ich hoch genug aufgestiegen, um was zu tun. Oder doch nicht? Nee. Ja, hier steht's. Also Level 20 muss ich erst erreichen, bevor ich damit irgendwas machen kann. Das heißt, im Moment brauche ich mich damit noch nicht wirklich zu beschäftigen. Bin ich sonst wohl gesprungen dadurch? Muss ich denn hin? Klar. Gut. Und ich kann eben verschiedene Aufträge hier abschließen im Moment, weil ich einen fertig gespielt habe. Gehe ich jetzt mal drauf, kriege dafür eben dann verschiedene Geschichten. Und habe hier jetzt einen neuen Auftrag bekommen. Ihr seht, es ist irgendwie nett gemacht hier mit den relativ geiler Grafik irgendwie. Und hier dann relativ, also wie soll man sagen, realistisches Comic, ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle kann ich hier jetzt verschiedene Dinge machen, zum Beispiel öffnen New York House. Okay, ich drücke mal drauf und dann gucken wir mal, was ich hier zu tun habe. Ein New York House soll ich bauen, kostet mich 43.500. Im Moment bin ich knapp bei 700.000 Euro, Dollar, die ich hier zur Verfügung habe. Gehe ich also rein und kann jetzt eben dieses Teil zum Beispiel an irgendeiner Stelle platzieren, kann es auch drehen und eben so meine eigene Stadt aufbauen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo ich es hinsetze. Ja, nee, da geht es leider nicht.
Nicht genug Platz dafür. Da leider auch nicht. Was sieht denn hier aus? Nö. Okay, soll scheinbar hier hin, dann setze ich jetzt einfach mal dahin. Kann hier wieder Geld einsammeln. Auf alle Fälle habe ich jetzt dieses gemacht und ihr seht, ich habe jetzt einen Fortschritt von 2 von 3, weil ich eben für diesen Auftrag, den ich hier abgeschlossen habe, diese 3 Termine oder diese 3 Aufgaben noch zu lösen habe. Und so kann ich jetzt meine eigene kleine Stadt bauen, nochmal ein kleines Haus, also irgendwie für Wohnraum sorgen und dementsprechend hier meine Stadt und vermutlich dann später auch mein ganzes Land eben aufbauen. Jedes dieser Gebäude hier hat in irgendeiner Form irgendeine Aufgabe. Zum Beispiel hier habe ich einen Adlerturm gebaut, das ist ein Bürogebäude einfach, dieses Bürogebäude, was ich hier habe. Da musste ich dann zum Beispiel einen Manager für einstellen. Der Manager, damit ich den haben konnte, musste ein Smartphone bekommen, musste eine Aktentasche bekommen und so weiter. Verschiedene Unteraufgaben, die ihr hier zu lösen habt und im Endeffekt sollt ihr eben eure eigene kleine Stadt aufbauen, ähnlich wie das in SimCity oder so auch der Fall ist. Und es ist echt nett gemacht, es funktioniert gut. Preis annehmen, was habe ich da? Ja, da habe ich jetzt den Auftrag abgeschlossen, dementsprechend kriege ich jetzt auch wieder ein bisschen Geld und eben Erfahrung, die ich dann wieder einsammeln kann. Und ja, brandheißes Angebot, ihr wisst wie es ist, Smartphone-Game eben, also weg damit, keine In-App-Käufe jetzt zu dem Zeitpunkt. Und auf die Art könnt ihr das Spiel eben spielen, es ist nett gemacht, ihr baut euer eigenes kleines Land, wie auch immer auf. Ja, und es gibt haufenweise verschiedene Geschichten. Hier oben könnt ihr zum Beispiel sehen, wie viele Einwohner ihr zurzeit habt, wie es mit der Umwelt aussieht, wie viel Power ihr habt und so weiter. Solche Geschichten, das müsst ihr eben alles beachten und versuchen, das eben in einen guten Einklang zu bekommen. Und ihr bekommt eben die ganze Zeit über neue Aufträge, die ihr eben hier regeln müsst und müsst eben versuchen, das auf eine gute Art und Weise zu lösen, was ihr da in diesen Aufträgen habt. Nettes kleines Spiel und damit beende ich das jetzt auch mal. So. Und wir schauen uns das nächste Game an. Das nächste Game ist ein Kartengame, ganz ähnlich wie früher Yu-Gi-Oh! Oder sowas zum Beispiel. Das Game heißt Acedim, glaube ich. Ja, nur mit einem E. End of an Era. Da gehe ich rein. Das ist, wie gesagt, ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Oder so ein Sammelkartenspiel, wo ich eben dann verschiedene Karten gegeneinander einsetzen kann, auch Karten handeln kann und so weiter. Wer das gerne macht, kann man sich hiermit relativ cool damit auseinandersetzen, macht auch relativ viel Spaß. Grafisch nicht so aufwendig wie bei Yu-Gi-Oh! Oder Co. auch natürlich, aber vom Spielfaktor für einige, die es halt mögen, bestimmt auch eine nette Geschichte. Auch wieder mit Unity gemacht. Und auch die Grafiken finde ich auch hier wieder sehr schön, hat einen gewissen Stil, was wir hier so gemacht haben. Ich gehe einfach mal hier Continue, habe natürlich schon ein bisschen gespielt, ich heiße in dem Spiel jetzt mal ausnahmsweise Prophecy, also ich habe mehreren nichts natürlich, was in den Games angeht. Und ja, ich könnte jetzt die App raten, das mache ich jetzt nicht, ask me later. Hier seht ihr verschiedene Aufträge oder verschiedene Levels im Prinzip, die ihr spielen könnt. Die grünen habe ich schon gespielt, beziehungsweise kann ich spielen. Also die hier sind schon gespielt, da bin ich im Moment. Wenn ich da drauf gehe, seht ihr, ich habe jetzt Main Quest 4, da kann ich jetzt reingehen und habe hier jetzt eben ja, so eine kleine Storyline, die mir eben erzählt wird. Ich gehe einfach mal to Battle. Und hier seht ihr, was passiert. Das ist der Gegner hier oben mit seinen Karten. Das bin ich mit meinen Karten, die ich aufrüsten kann, mit denen ich weiterarbeiten kann und so weiter. Und ihr müsst eben versuchen, jetzt den Gegner auszuschalten. Ihr hört auch die Musik. Ja, ich drehe es mal ein bisschen runter, dass ihr mich hören könnt. Ihr seht dabei, das ist einfach, ich befinde mich jetzt in der Battle und das ist angepasst, aber es ist nett angepasst, also nicht schlecht. Und hier unten seht ihr meine verschiedenen Krieger mit verschiedenen Eigenschaften. Das hier zum Beispiel ist so eine Art Magier, deswegen kann ich hier eben so einen Feuerball oder so einen magischen Energiesturm eben auf den Gegner schicken. Das heißt, ich klicke das jetzt einfach mal an und kann jetzt dann zum Beispiel hier eben eine Karte auswählen, der wird angegriffen und ihr seht, er hat eben Leben verloren. Und dementsprechend wird er mich angreifen, wenn ich mit meinem Zug dann durch bin. Und hier habe ich eben verschiedene Möglichkeiten, den
Gegner anzugreifen. Im Moment mit dieser Karte kann ich jetzt zum Beispiel einen Pfeil abschicken und da vernichte ich jetzt einfach mal seinen, hoffe ich zumindest. Ja, nee, hat er überlebt, weil er sich irgendwie geschützt hat. Dann nehme ich jetzt einfach nochmal meinen Zweitangriff, den ich hier noch habe. Auch wieder Feuer und damit ist er weg. Das ist jetzt noch ein relativ frühes Stadium, das wird später natürlich viel komplizierter. Ihr seht jetzt auch, einen von mir haben sie auch ausgelöscht zu dem Zeitpunkt. Das heißt, diese Karte hier, die wird jetzt auf alle Fälle keine weiteren Verbesserungen in dieser Runde jetzt von mir bekommen, beziehungsweise in dieser einen Schlacht hier bekommen. Einfach, weil sie jetzt natürlich gestorben ist. So, ich gehe also wieder hin, greife wieder den hier an, mit allem was ich habe, ganz typisch. Das sind einfach verschiedene Angriffe, die jetzt diese Spielfigur oder diese Spielkarte hier ausüben kann. Ich kann eben entweder, ich gehe mal davon aus, dass es ein magischer Energiesturm oder sowas ist, oder halt mit einem Pfeil auf ihn schießen. Das sind unterschiedliche Angriffe einfach. Und wie ihr seht, ich habe gewonnen, habe den anderen ausgeschaltet und damit bin ich hier im Prinzip durch. Ich kann mir jetzt hier zum Beispiel, wenn ich 1000 Coins oder so haben will, kann ich eben jetzt ein Video anschauen. Das heißt, dieses Game ist werbefinanziert und zwar durch diese Videos, die ihr aber nicht mal angucken müsst. Also es ist, je nachdem, was ihr halt machen möchtet, finde ich ein relativ faires Konzept gegenüber jetzt rein In-App-Käufen oder sowas. Das nervt mich immer, wenn ich eben kurz mal irgendwie ein kleines Video anschauen soll von denen. Das ist einfach schlauer gemacht. Um jetzt Sachen aufzuleveln oder sowas, kann ich hier oben reingehen. Das hier ist eben das Menü, was ich aufrufen kann und kann hier verschiedene Geschichten machen. Zum Beispiel kann ich in den Shop gehen. Okay, gehe ich jetzt mal, oder gehen wir mal rein. Ich weiß gar nicht, was ich da machen muss. Ja, ihr seht, ich habe so Gold eben, was ich einsetzen kann. Und hier kann ich jetzt mit dem Mausrad zum Beispiel dann nach unten fahren und kann mir eben meine Karten, die ich vorhin eben gespielt habe und mit denen ich jetzt arbeiten kann, in irgendeiner Form eben aufrüsten oder neue Karten kaufen oder solche Geschichten eben machen. Ihr seht, ich habe im Moment nicht genug Geld, deswegen gehe ich mal hier wieder in das Menü selbst rein und wir gucken uns einfach mal die Collection an. In der Collection, gucken wir rein, gibt es so die Karten, die im Prinzip im Spiel zur Verfügung stehen, die kann ich hier sehen, von Level 1 und Level 2, nicht alle Levels bis jetzt. Weil ich noch nicht so weit bin, aber hier kann ich im Prinzip mir dann die Karten anschauen, kann eben verschiedene Attribute zu diesen Karten mir anschauen und schauen, ob ich mir die kaufen möchte, ob ich die handeln möchte, ich kann sie auch mit anderen tauschen und so weiter und so fort. Nettes Spiel wie Yu-Gi-Oh! Oder ähnliche Card Games eben. Und ich kann außerdem scheinbar hier oben eben zwischen Creatures und zwischen Magiekarten hin und her wechseln, also wie gesagt, solche Angriffskarten, die ich hier zur Verfügung habe für Heiler, für Warrior, für Zauberer, also für Kämpfer und für Zauberer, und kann dementsprechend hiermit eben arbeiten und eben versuchen, mein Kartenset aufzubauen, damit ich eben auch stärkere Kämpfe und schwierigere Kämpfe später gut durchführen kann. Ja, und wer noch mehr davon sehen will, am besten einfach selber runterladen und mal ausprobieren. Und da geht noch ein bisschen mehr, ich kann auch verschiedene Sachen aufleveln, ich kann wie gesagt Karten tauschen, ich kann mit meinen Freunden in Schlachten ziehen, gegen andere spielen und so weiter. Im Moment habe ich ja nur gegen einen Bot gespielt. So, ich gehe aus dem Spiel auch mal wieder raus, damit wir noch das letzte Spiel angucken können, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Auch dieses Video wird sonst, ich habe 20 Minuten versuche ich jetzt einzuhalten, ich habe hier eine neue Kamera. Deswegen gehen wir jetzt ganz schnell zu Sniper Ops 3D. Das ist so eine Art First-Person-Shooter. Gehe ich mal rein. Auch wieder Continuum-fähig. Da ist er. Und das Spiel ist ab 18, weil man hier mit einem Scharfschützengewehr im Prinzip auf Leute aufschießt. Was dahinter steht ist, ihr seid im Prinzip in einer Spezialeinheit von der Polizei oder was, oder keine Ahnung, vom Militär, wie auch immer. Und ihr habt eben einfach verschiedene Aufträge, die ihr erfüllen müsst mit eurem Scharfschützengewehr, dass ihr hochleveln könnt, das Übliche halt, neue Scharfschützengewehre kaufen könnt und solche Geschichten. Und darin, ja, hier seht ihr im Prinzip auch, das könnt ihr natürlich auch mit einem normalen Handy dann normal zocken. Das ist übrigens ein Spiel, was ich mit normalem Handy zocken total mies finde. Kann man eigentlich vergessen, weil man überhaupt nicht genau genug steuern kann, wenn ihr mich fragt. Nicht schnell genug und nicht genau genug. Also dafür empfehle ich ganz dringend, das Spiel eben auf Continuum wirklich zu zocken, mit einer Maus. Viel, viel besser.
Ich gehe hier einfach mal in die Mission. Ihr seht, ich kann jetzt Angebote, da kann ich mir neue Scharfschützengewehre kaufen. Ich habe hier wieder so Energiegeschichten, Geld und nochmal solche Zusatzdinger, die kauft man meistens. Das hier kriege ich durch Missionen. Und das hier ist eben, wie häufig ich zum Beispiel jetzt eine Mission eben spielen kann. Ich gehe einfach mal hier in die Mission rein, gehe mal hier in die Kampagne. Ihr seht, ich bin in Level 11 im Moment und habe hier eben dieses Scharfschützengewehr mit eben mit denen ich eben jetzt hier spielen werde. Ihr kriegt hier zum Beispiel auch angezeigt, wenn die Voraussetzungen nicht ausreichen, dass ihr noch irgendwie was Zusätzliches kaufen müsst oder so, dann zum Beispiel ein besseres Zielfernrohr oder was auch immer, dann gibt es das eben da auch zu holen. Und hier muss ich jetzt eben reingehen. Ich gehe mal auf Mission starten. So, ich habe die Musik ein bisschen hochgezogen. Und das ist auch wieder ein 3D-Game. Ihr seht Panik unter den Menschenmitgliedern des Clans der grünen Zebras, das ist wichtig zu wissen. Also gut lesen, was da steht. Rasten aus und schießen wild um sich. Grüne Zebras. Also muss ich jetzt gucken, dass ich eben die grünen Zebras, die da jetzt vorbeilatschen, abknalle. Denn die zielen eben hier auf Zivilisten und ich muss gucken, dass die eben durchkommen. Da sind ein paar. Und, wo ist das? So, hab 2 auf einmal erwischt. Und, ja, das wird wahrscheinlich wieder nichts. Kann sein, dass ich da für die Mission mir erstmal ein besseres Scharfschützengewehr holen muss. Ich sitze auch sehr komisch zu dem Bildschirm hier gerade, aber ihr seht, das werde ich jetzt verlieren, weil Nachladen zu lange dauert mit dem Scharfschützengewehr. Ich hätte wahrscheinlich mindestens noch einen oder so abschießen müssen. Ich versuche es einfach nochmal. Jetzt setze ich mich mal ein bisschen anders hin. Sorry, wenn ich jetzt aus dem Bild rausgehe oder so, aber so kann ich einfach nicht zocken von der Seite her. Also auch wieder rein, Scharfschützengewehr kann ich eben den Zoom-Faktor mit der Maus einstellen. Da kommt. Beigeknackt. Den habe ich nicht richtig erwischt. Der läuft weiter. Nochmal wieder rein. Einen erwischt. 2 erwischt. Jetzt hoffe ich, dass ich noch einen bekomme. Vielleicht reicht es dann. Ich muss nicht alle abschießen, also das ist kaum machbar. Und das war ein besonders guter Schuss. Deswegen, oder ein sehr interessanter Schuss eben, deswegen habe ich da einen mehr erwischt. Und so seht ihr, das sind alles so relativ kurze Missionen, die ich da spiele, zumindest bis jetzt. Und kann aber eben jetzt mit diesem Scharfschützengewehr eben dann arbeiten und die Dinger, die Typen hier abknallen. Das ist ein kleines 3D-Game. Und hier seht ihr, ich bin jetzt zur Mission 12 gekommen und da brauche ich eben andere Munition, die ich jetzt erst kaufen muss. Kann ich dann über meine Erfolge, die ich hier erreicht habe, eben mit diesem Geld, was ich da habe, kaufen und damit weitermachen. Nettes kleines Game, macht Spaß, ist 3D und relativ aufwendig und ja. Missionen werden später auch noch interessanter, also da gibt es auch noch dann längere Missionen. Ihr fahrt zum Beispiel auf Autos und müsst aus den Autos herausschießen. Ihr müsst euch verstecken in der Straße und könnt dann eben aus einem bestimmten Bereich so heckenschützenmäßig und so Zeugs abschießen. Es ist nett gemacht. Ich erwähne es nur nochmal, das Game ist ab 18, also bitte vorher nicht spielen, ihr wisst wie es ist. Und ja, das war's im Prinzip für diese Session. Da habe ich euch jetzt alle verschiedenen Games, die ich hier ansprechen wollte, mal gezeigt. Ich gehe hier wieder raus und ich würde sagen dann bis zum nächsten Mal, das nächste Mal auch wieder mit 3 neuen Games. Also dann, bis dann. Ach so, und natürlich ganz klar, wie immer, wenn ihr Kommentare schreiben wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mich abonnieren wollt, wenn ihr, keine Ahnung, für Roads und so weiter. Ich bin für alles dankbar, sagt einfach Bescheid oder fragt einfach. Ich versuche es zu beantworten, wenn ich irgendwie kann. Also dann, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.